Sensationell. Ein Kinderlastenrad, 849 € für ein Kinderrad. Es kommt noch besser. 799 €. Das ist die gleiche Serie. Now heißt sie von WOOM. Aber der Werterhalt ist so gigantisch von den Fahrrädern, dass, wenn es nicht gerade geklaut wird und nicht versichert ist, wo man dann schreit laut, hat man hier ein Fahrrad, wo du das 2-3 Jahre fahren kannst und kriegst wahrscheinlich noch ähnliches Geld, wenn du es bei eBay Kleinanzeigen reinstellst, oder? Genau, also WOOM momentan echt super wertstabil, auch sehr gefragte Marke. Die sind dafür bekannt, dass sie sehr leichte Räder bauen, und hier haben sie mal ein ganz eigenwilliges Modell gewagt. Hier hast du jetzt ein Lastenrad sozusagen für Kinder, wo du vorne eben die Möglichkeit hast, beispielsweise die Schultasche einzuspannen. Ja, dieser Frontloader, der ist auch einklappbar. Ist eine echt witzige Idee, die sie da gehabt haben. Und ja, ich bin schon gespannt, wie es ankommt. Also du hast hier auch Vollausstattung, das heißt, du hast ein Nabendynamo, du hast eine Frontleuchte, eine Heckleuchte. Ja, alles, was du brauchst. Ja, das ist ja gerade Eltern wichtig. Kinder fahren keine Fahrräder, die hässlich sind. Das ist ein echtes Problem. Also wenn du mit Standardrädchen ankommst, das geht vielleicht bei Mädels noch. Das haben sie bei mir früher auch probiert. Ich wollte unbedingt ein Rennrad früher haben. Was hat mein Opa gemacht? Er hat ein normales Fahrrad genommen und einen Rennlenker drauf gemacht. Ich habe mich geschämt, aber ich bin es dann auch gefahren. So, hier vorne kommt er. Das ist die richtige Größe für den Julian, für den Lucien. Habe ich Julian gesagt, das ist peinlich. Aber die Lastenräder, unglaublich. Du bist gerade auf einem gefahren, das ist eigentlich ein Kinderrad, oder? Ja, aber das ist jetzt das WOOM Now 6, also die 26 Zoller Version. Das heißt, das wäre für Erwachsene ganz gut. Das ist total spannend. 20 Zoll vorne, hinten, was, 24 Zoll? 26. Genau, beim 5er sind es 24 und beim 4er müssten es, gute Frage, 16 Zoll. Ich zeige das mal gerade. Also vorne 20 Zoll, das kennt man von den Kompakträdern. Und ganz ehrlich, ist es mir gar nicht aufgefallen zunächst. Ja, also durch das Design, das sowieso ein bisschen ungewöhnlich ist, merkst du auf den ersten Blick gar nicht, dass du komplett unterschiedliche Laufradgrößen hast. Die Handlichkeit unglaublich. Wenn du mal gerade hier ein bisschen zirkelst im Laden, bitte. Okay. Ich meine, es ist sehr eng. Trotzdem, bei einem 20er Vorderrad hast du natürlich eine Wendigkeit, das ist unglaublich. Genau, du bist halt sehr wendig, und durch das große Rad hinten hast du trotzdem eine relative Laufstabilität und einen ganz guten Antrieb. Also es fährt sich echt witzig. So, er fährt jetzt mal raus. Wir können das mal gerade filmen. Wir sind ja hier mitten in Kaiserslautern. Er fährt mal gerade rum. Er kann hier zirkeln. Ich glaube, wichtig ist bei den Kindern so die ersten Erfahrungen, die haben, dass die ein cooles Rad haben, weil es bringt ja nichts. Du gibst dann für ein Rad 400-500 € aus, was auch viel Geld ist, und dann will das Kind gar nicht damit fahren, wird vielleicht gehänselt oder... Dabei sollten die Kids doch froh sein, wenn sie ein Rad kriegen. Aber du sagst, das ist wie bei einem schönen Kinderwagen, da hast du länger was von, denn das kann auch vererbt werden. Ich glaube, da wird sich jeder drum reißen. Ne? Ja, es ist halt wirklich mal was richtig Neues. Da haben sie sich was getraut. Ich finde auch, die Farben sind richtig schick geworden. Und ja, wo kriegst du ein Lastenrad für Kinder? Das ist so. Gepäckträger hinten hat enorme Nachteile, muss man auch sagen. Also abgesehen davon, dass es von der Form her nicht mehr so schön ist, hier hast du was ganz Außergewöhnliches. Ich glaube, es ist wichtig, auch die Kinder mitzunehmen. Habt ihr Kinder schon mal hier, die das Probe fahren und dann ausprobieren? Oder sind es meist die Eltern, die das entscheiden? Weil hier bei der Größe kann das Kind ja schon, hat ja schon einen eigenen Willen. Genau, also hier sind wir jetzt bei einer Größe so beim 5er und 6er Modell, wo die Kinder dann halt auch wirklich selbst ausprobieren und selbst auch mitentscheiden. Bei der 4er Version, da kann das auch mal noch allein die Entscheidung von den Eltern sein. Also fangen wir an. Ist hier auch ein Anschlagsbegrenzer mit dabei? Das heißt, das ist ja so eine Besonderheit bei WOOM, dass du das Rad nicht um 360 Grad drehen kannst. Hier kannst du tatsächlich um 360 Grad drehen. Ich finde es bei den Modellen auch eigentlich relativ geschickt, weil du hast, wenn du vor dich guckst und das Gepäck hier drauf hast du schon so ein bisschen eigenwilliges Gefühl, weil das ja starr ist von der Optik. Und wenn du dann halt nicht ganz einlenken kannst, dann kannst du schon mal unsicher werden. So, das heißt, das geht wieder. Das Material, was hinten drauf ist, die Schaltung, was ist hier verbaut? Hier haben wir eine Microshift verbaut, die Microshift 26, hat sich als sehr robuste Schaltung herausgestellt, die auch mit dem Drehgriff eigentlich relativ leicht zu bedienen ist. Ja, mein Sohn hat einen Drehgriff, der hat nämlich mein schönes amerikanisches Fahrrad bekommen, ja, in Cannondale. Damals war das ja... Überall hatten die Fahrräder einen Drehgriff, was sehr praktisch ist, und es lässt sich total intuitiv bedienen. Warum sind die Drehgriffe irgendwann mal gestorben?
Ja, ich weiß nicht, so richtig gestorben sind sie ja nicht. Du hast jetzt ja auch den Trend beim E-Bike, dass halt bei der Nabenschaltung öfter mal wieder ein Drehgriff verbaut ist. Und gerade im Kinderradbereich sind sie eigentlich nach wie vor sehr gefragt. Also im Mountainbike-Bereich, da willst du halt wirklich mit 2 Fingern ein bisschen, ja, hast ein präziseres Gefühl vielleicht auch so ein bisschen. Aber so bei Trekkingrädern ist es schon wieder ganz verbreitet. Tobi und Lucien haben wir total den Verstand verloren. 800 € für ein Kinderfahrrad, 900 € für ein Kinderfahrrad. Das hier kostet 8,99 €. Sind das jetzt Superreiche, die sowas kaufen? Das sind nicht unbedingt Superreiche. Also ich würde mal sagen, das ist dann auch so ein Stück weit Lebensgefühl, was du hier kaufst. Ja. Also, das ist wie so praktisch Lastenrad so ein bisschen. Genau, also das Bild kennst du mittlerweile dann tatsächlich schon, dass die Mutter das große Lastenrad fährt und die Kiddies dann auch den Kleinen hinterherfahren. Also durchaus schon gesehen. Also sind schon so eher so praktisch die Helikoptereltern, die Woom kaufen? Nicht unbedingt. Also wir haben halt viele nachhaltige Personen, die dann hier kommen und dann sagen, komm, das Kind braucht nicht immer mit dem SUV an die Schule gebracht werden und soll auch mal selber vielleicht nochmal eigenständig werden, selbstständig dann zur Schule fahren. Aber wir haben halt auch Leute, die wollen einfach ein robustes, ordentliches Rad, weil wenn du dir das mal anguckst, wir haben hier hydraulische Scheibenbremsen. Das Fahrrad ist super leicht und fährt sich, also ich war gerade auch wieder verwundert, das zirkelt sich super gut hier durch, ist halt super robust und du hast halt auch so kleine Gadgets hier drauf, wo du dann halt so hier zum Beispiel die Klingel dann hast, ne, und so. Ja, es fährt sich einfach super. Dann hast du vorne die Tasche, die dann nicht irgendwie hinten rumfliegt oder abfällt, sondern du kannst das hier schön komprimiert reinpacken. Also schon schön durchdacht. Hier ein Halter für Handy oder sonstige Schlüssel. Ist ja schon so ein bisschen das iPhone unter den Fahrrädern, oder? Kann man schon sagen. Also Woom ist generell so in die Richtung unterwegs, dass sie halt ziemlich am Zahn der Zeit sind. Und es würde mich auch wundern, wenn wir hier nicht große Nachfrage bekommen. Halt auch Trendsetter, also die fangen auch Sachen an, wo noch keiner sich dahin gewagt hat und machen mal so ganz außergewöhnliche Sachen. Ne? So, die haben auch Helme. Zeig mal hinten, da hinten ist ein grünes, ein kleines. Damit hat alles angefangen. Das ist dem Ur-Woom ziemlich nah, oder? Genau, also was wir da haben, das Grüne, das ist tatsächlich so ein ganz klassisches Woom Classic, die sich vor allem dadurch ausgezeichnet haben, dass sie halt sehr leicht sind. Ne? Das sind super durchdacht mit diesem Stoßschutz hier vorne. Warte mal, ich zeig mal ganz kurz das Fahrrad, ich komme sofort zu den Helmen. Auch hier siehst du eine riesen Felgenbremse hinten drauf, also wo die meisten ja mit Spielzeugbremsen arbeiten. Also selbst bei Puki mit so komischen Trommeldingern, die ich dann weggeschmissen habe. Also das ist hier anders schon. Genau, und du siehst halt auch, dass die Hinterradbremse sich farblich abhebt. Also du hast vorne einen grünen Griff und hinten grüne Bremsbeläge, dass das Kind halt auch wirklich lernen kann, welche Bremse ist für wo. Also grün hier grün markiert und hinten an Bremsbelägen dann auch wieder. Also es sind immer so ein paar Ideen mehr. Ja, damit denn, wenn es das Motorradführerschein macht, ja, die Bremse auf der falschen Seite hat, richtig? Naja, das musst du halt lernen. Beim Fahrrad ist die Bremse woanders. Fahrrad woanders. So, hier vorne hast du auch, also da ist auch dieser Anschlagsbegrenzer mit drin, gell? Bei dem? Genau, da zeig ist er mit drin. Das heißt, es kann nicht drehen, da ist Schluss. Da ist unten so ein kleiner Anschlagsbegrenzer drin, der auch noch ein bisschen rückfedert. Das ist mit drin. Es ist extrem leicht. Wenn du mal gerade mit einem Finger es hochhebst, mit dem kleinen Finger, das geht. Funktioniert. Kein Trick, kein doppelter Boden. Und das kleine kostet wie viel? 350. 350 €. Spätestens jetzt werden die Leute sagen, da gehe ich doch zu Decathlon und kaufe da was, das Piratenrädchen für sowieso. Aber das ist meistens aus Stahl, nicht aus Alu. Ja, und du musst halt auch wirklich bedenken, wenn du das Rad jetzt 2 Jahre im Einsatz hattest und es verkaufst, kriegst du es für 300 wieder weg. Ja, das ist so. Mindestens. Also die sind extrem gefragt. Also nicht das Decathlon-Shell. Ich habe ganz viele Decathlon-Räder gehabt, aber die sind halt echt schwer. Dann stehen sie meistens draußen, ich meine, das würde das jetzt vielleicht auch nicht zwingend überleben, aber ich habe dann auch bestimmte Dinge nicht mehr bekommen, also muss ich sagen. Und irgendwann, ja, da ist es dann reif für die Tonne. Ja, also das hier ist halt ein Vererbprodukt oder Verkaufprodukt und kein Wegwerfprodukt. Das neue Puki quasi. Ja. So, Puki habt ihr auch noch? Puki haben wir auch noch ein paar, genau. So, aber echt geil. Also vorne mit den 20 Zoll, dass du da richtig Platz hast, wendig hast. Habt ihr viele verkauft schon? Hat gerade erst angefangen. Also sie sind wirklich ganz frisch. Dementsprechend legen wir gerade erst los. So, und wenn ihr es nachmachen wollt, vielleicht nicht gerade mit 90 Kilo hier drauf. Das sind ja Jugendräder, aber das halten die aus, oder? Ja, das halten die aus. Also die Sache ist halt, die sind auf sehr robust halt ausgelegt. Hier vorne auch kann man auch richtig ein bisschen was Schwereres reinmachen. Aber ja, die meisten Kinder sind jetzt auch nicht gerade 90 Kilo schwer. So, die Schultaschen sind aber sauschwer, das muss man schon sagen. Teilweise auch Rücken verdrehend mit allem drum und dran. Ich zeig's mal gerade. Das ist das Woom 4, kostet? 7,99.
799 €, da ist es drauf. Also das Woom 4 Now, habe ich es scharf? Jetzt habe ich es scharf. 799 €. Dann habe ich das 5 Now. Das kostet, sage und schreibe, 849 €. Und das ist das? 6. 6 Now. Ich gehe mal. Das sind zwei verschiedene Farbversionen. Einmal das Moos Green hier und dann noch, wie es da vorne steht auf dem Podest, in Ice Blue. Ice Blue. Das ist Ice Blue. Das ist Ice Blue mit dem schwarzen Frontträger, genau. Und hier ist es halt mit dem roten Frontträger, ist es ein Moos Green. Cool. Licht und so gibt es auch bei Woom? Ja, es gibt extra Licht, muss man dann halt dazu extra holen. Muss man extra holen. So, hier vorne ist bei den Fahrzeugen, also bei normalen kleinen Wooms ist das Licht extra, wenn es das haben möchte. Hier ist es schon integriert. Ist da jetzt ein Nabendynamo? Was ist hier drin? Genau, das ist ein Nabendynamo, der auch tatsächlich keinen Widerstand hatte. Also du merkst gar nicht, dass hier der Dynamo mitläuft. Gut, dann mach mal bitte hoch und dreh's mal. Das heißt, das Rad wird endlos laufen, wie so ein Perpetuum. Naja, fast. Also endlos wird es mit Sicherheit nicht laufen, aber du hast fast... Ist es nicht mehr so wie früher, da? Dass du dann irgendwie ein Dynamo dran hattest und dann hast du irgendwie einen Hamburger mehr gebraucht? Nee, da rangst nichts mit, also es ist ganz leichtgängig. Lucien, wir meinten das hier übrigens gerade mit dem Licht. So, da ist es. Wir sind bei Conrad Powered by Greenbikes. Dreh ich mal bitte um, nicht, dass wir Stress kriegen mit Lucien, das ist das neue Logo. Wir drehen heute am 1. Juni 2022. Was steht jetzt auf dem Programm, was drehen wir gleich? Ja, gut, wir werden wahrscheinlich nochmal einen Riese Müller drehen. Ansonsten haben wir ja fast schon vieles. Sind wir für heute durch, haben wir rund 10 Fahrräder gemacht. Mittlerweile fängt es an zu wirken. Wir haben vor einem Dreivierteljahr begonnen mit ein bisschen Marketing hier. Wichtig ist, ihr seid eigentlich Spezialist für hochwertige. Du hast zu mir extra gesagt, die Leute sollen nicht denken, wir wären eine Apotheke. Ihr habt günstige Räder, ihr habt auch günstige Jugendräder. Wo fängt es denn an? Also bei günstigen E-Bikes fängt es so bei 2,5 ungefähr an, bei günstigen... Marken-E-Bikes. Ja, klar, nur Marken-E-Bikes. Bei ganz normalen Fahrrädern fangen wir so rund 500, 600 € rum an. Und beim Kinderrädchen-Dock kommt es auf die Größe an. Ne? Lässt sich pauschal gar nicht sagen. Lässt sich gar nicht sagen. Aber wichtig ist, ich meine, viele Kunden sind ja bei euch. Euch gibt es seit Mitte der 90er schon in mehreren Generationen schon Kunden. Das soll auch so bleiben, oder? Ja, gerne. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die ersten Riso Müller jetzt so langsam, aber sicher in Rente geschickt werden, so die ersten Modelle. Und da wird dann langsam mal aufgerüstet. Also wir haben sehr viele Stammkunden. Ja, das ist übrigens Riso und Müller, haben wir ganz viel gezeigt. Ein Phänomen mittlerweile, so ein bisschen wie Woom, muss man sagen. Also auch sehr, sehr robust, sehr wertbeständig, sehr toll. Also das hier war, früher gab es mal in meiner Jugend Herkules, weiß nicht, ob du das noch kennst, die haben auch in Deutschland gebaut. Das war so das Woom unter den Fahrrädern. Da wollte jedes Kind so ein Herkules-Fahrrad haben. Hier steht's. Danke fürs Einschalten. Conrad Powered by Greenbikes, 1. Juni 2022. Kleine Kinderfahrräder für viel Geld, 899 €. Schreibt mal drunter in die Kommentare, wie ihr sowas haltet und wo man das ganze Geld denn hernehmen soll. Aber ich denke, so ein Fahrrad hat so ein Kind ja ein paar Jahre und vielleicht ist das doch eine gute Anschaffung. Zumal, wenn man es tauschen würde, habt ihr schon mal eins zurückgenommen? Ja, also bei Woom ist das, wenn die nicht komplett verbollert sind, geht das. Und dann nehmen wir die auch für ein größeres dann halt, also können wir das switchen. Bei uns in eBay Kleinanzeigen. Danke, tschüss.